Hallo, herzlich willkommen zu Pure Rita. Ich bin's Rita und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es bei mir gesund und vegetarisch und zwar gibt es heute einen Kartoffel-Spinat-Gratin mit Walnüssen verfeinert. Ich liebe ja Spinat, besonders wenn er frisch ist. Der ist erstens kalorienarm und zweitens auch reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Und mit einem knackig frischen Salat serviert ist es eine vollwertige vegetarische Speise, die lecker schmeckt, wirklich leicht ist und schnell zubereitet ist. Ihr könnt es natürlich auch als Beilage zu Fisch oder kurz gebratenem Fleisch servieren, so wie das klassische Kartoffelgratin. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für unser Spinat-Kartoffelgratin. Los geht's! Für unser Kartoffel-Spinat-Gratin brauchen wir 500 Gramm frischen Spinat, 700 Gramm Kartoffeln, 50 Gramm frische Walnüsse, 1 Esslöffel Butter zum Einfetten der Auflaufform, 500 Milliliter Sahne-Milchmischung, eine kleine Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, 100 Gramm Käse, Salz und Pfeffer zum Würzen und eine Muskatnuss. Die Küchenutensilien, die ihr dafür braucht, sind eine Auflaufform, eine Gemüsehobel, ich habe hier eine japanische Mandoline, eine Reibe für die Muskatnuss, eine Knoblauchpresse, ein Backpinsel, ein Sparschäler, eine Käsereibe und einen Mörser. Jetzt geht's an die Zubereitung. Zuerst schälen wir die Zwiebeln. Am einfachsten ist es, wenn ihr die Zwiebel zuerst halbiert, so lässt sie sich schneller schälen. Die Zwiebel schneiden wir jetzt in kleine Würfel. Und den Knoblauch jetzt fein hacken. Wir geben beides jetzt vorerst in ein Schälchen. Wir werden jetzt den Spinat andünsten. Dafür gebe ich jetzt etwas Olivenöl in die Pfanne und schalte den Herd auf mittlere Stufe. Und wir geben jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch hinein und dünsten sie, bis sie glasig sind. Anschließend gebe ich den Spinat hinzu. Den habe ich zuvor sehr gut gewaschen und ihn danach mit Küchenpapier trocken getupft. So, das passt jetzt nicht alles auf einmal rein. Ich gebe jetzt mal den Deckel drauf für 1 bis 2 Minuten, bis der Spinat sich vom Volumen her reduziert hat. Und dann die andere Hälfte hineingeben. Anstelle des frischen Spinats könnt ihr natürlich auch gefrorenen Blattspinat verwenden. Deckel wieder drauf geben und 5 bis 10 Minuten insgesamt dünsten. So, wir schmecken das Ganze mit Salz und Pfeffer ab. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsgewürze zum Einsatz, die Muskatnuss. Die reiben wir direkt über den Spinat. Die Muskatnuss, besonders die frisch geriebene, verleiht dem Kartoffel-Spinat-Gratin so das gewisse Etwas. Jetzt noch die überschüssige Flüssigkeit über einem Sieb auspressen, damit das Kartoffelgratin schön cremig wird. Für mein Kartoffelgratin verwende ich sehr gerne mehlige Kartoffeln, weil sie einfach mehr Stärke enthalten als die festkochenden. Die Stärke in der Kartoffel wiederum bewirkt, dass die Sahne später besser bindet und so das Kartoffelgratin sämiger wird. Ups! Und nun werde ich jetzt mit einer Gemüsehobel die Kartoffeln in Scheiben schneiden. Wie ihr sehen könnt, die Kartoffelscheiben sind jetzt in etwa 2 bis 3 mm dünn. Genauso wollen wir sie haben. Man kann sie natürlich auch mit dem Messer schneiden, aber so werden sie schön gleichmäßig dünn. Die Kartoffelscheiben gebe ich jetzt in einen Topf hinein und wir stellen es jetzt auf den Herd bei mittlerer Hitze. Ich gieße nun die Sahne-Milch hinein. Ich habe hier 2/3 Sahne und 1/3 Milch drin. Und jetzt kommt mein Tipp für euch, das Vorkochen nämlich, aber zuerst kräftig mit Salz abschmecken. Ein wenig frisch gemahlenen Pfeffer und wieder von meinem Lieblingsgewürz Muskatnuss drüber reiben. Nun Knoblauch auspressen. Das Vorkochen hat nämlich den Vorteil, dass euer Kartoffel-Spinat-Gratin danach im Backofen schneller und gleichmäßiger gar wird und die Sahne so besser bindet, sprich die Soße nämlich auch cremiger wird. Und nun 5 Minuten köcheln lassen.
Und jetzt werden wir die frischen Walnüsse mit dem Mörser zerstoßen und fein mahlen. Das verleiht dem Kartoffelgratin eine zusätzliche nussige Note. Den Mörser stellen wir jetzt beiseite und wir werden nun die Auflaufform mit Butter einfetten. Gut, auch die Ränder mit einem Backpinsel bestreichen, damit sich das Kartoffelgratin später leichter von der Form lösen lässt. So, und jetzt mit meinem Präzisionsgerät legen wir die vornummerierten Kartoffelscheiben in der richtigen Reihenfolge auf. Zuerst eine Schicht Kartoffeln und dann eine Schicht Spinat. Ein wenig von den gemahlenen Walnüssen dazwischen. Und nun machen wir weiter mit Kartoffelscheibe 36. Zum Schluss gießen wir noch die restliche Sahne über unser Kartoffelspinat-Gratin. Jetzt kommt unser köstliches Finish. Wir reiben nun den Käse darüber. Für diese wunderschöne Käsekruste würden mich die Franzosen jetzt sicherlich kreuzigen, aber mir schmeckt es. Kartoffeln und Butter sind wie füreinander geschaffen, deshalb als kleine Krönung noch ein paar Butterflocken, so wird das Ganze richtig schön rund. Unser Kartoffelspinat-Gratin kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 40 Minuten, bis es schön goldbraun gebacken ist. Et voilà! Pardonnez-moi, ihr Franzosen, die Käsekruste sieht so lecker aus. Und wie es brutzelt. Mein Rezept für Kartoffelspinat-Gratin findet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung, so wie immer. Wenn ihr vielleicht Fragen dazu habt, schreibt mir das bitte unten ins Kommentarfeld. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren und liken nicht vergessen. Bis dann, eure Rita.